Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren How-To-Tutorial. Mein Name ist Jens Bayer und in diesem Video möchte ich Ihnen die Live-Präsentieren-Funktion in der PowerPoint Web-App vorstellen. Ja, worum geht es? Es ist ein schönes, neues, interessantes Feature von PowerPoint, das zunächst mal aber nur in der Web-App von PowerPoint 365 läuft. Auf der Desktop-App ist es noch nicht ganz umgesetzt, das kommt aber sicher dann auch noch. Worum geht es? Es geht um die Bildschirmpräsentation, aber nicht so, wie wir sie bisher kennen, sondern im Prinzip um einen Livestream, der sogar noch untertitelt werden kann und noch ein obendrauf gesetzt, sogar in unterschiedlichen Sprachen live übersetzt werden kann dabei. Das ist also schon ein ziemlich cooles Hammer-Feature. So, ich zeige Ihnen das mal kurz, wie das funktioniert. Zunächst mal müssen wir hier auf Bildschirmpräsentation gehen und dann nicht wie gewohnt einfach präsentieren vor Präsenzpublikum, sondern live im Internet. Das ist ähnlich wie ein YouTube oder Facebook Livestream, nur halt hier integriert in PowerPoint. Ich kann da zunächst mal aussuchen, ob das nur innerhalb der eigenen Organisation, Schule, Unternehmen oder so präsentiert werden soll oder ob das jeder sehen kann, der halt eben über den entsprechenden Link verfügt. Die Sache mit den Untertiteln, die wird hier nebendran eingestellt. Da kann man erstmal überhaupt entscheiden, ob das eingeschaltet sein soll oder aber nicht. Dann kann man hier unten einstellen, wo die Untertitel des Sprechers erscheinen sollen. Und hier kann ich einmal die gesprochene Sprache, also damit der Computer, das ist halt so ein KI-Tool im Hintergrund, was da arbeitet, dass es weiß, was die Ausgangssprache ist, des Moderators, des Präsentators. Da kann man hier unter verschiedenen Sprachen auswählen. Deutsch ist da zum Glück auch dabei. Und dann geht es um die Untertitelsprache, das heißt, in welche Sprache das denn übersetzt werden soll. Also man kann es natürlich auch in Deutsch einfach erscheinen lassen, dann wird halt einfach so als Barrierefreiheitstool wird dann eben Deutsch auch angezeigt, aber es kann auch live übersetzt werden. Sie sehen ja hier die Vielzahl der Sprachen, ich glaube es sind über 60 schon mittlerweile drin. Ich habe mal Italienisch hier eingegeben und wir wollen das dann auch mal gleich live testen, wie das funktioniert. Ich gehe also hier auf Live präsentieren, gehe auf Jeder und mit dieser Voreinstellung kann ich dann das Live-Präsentieren auch starten. So, damit man dann auch als Teilnehmer beitreten kann, gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder hier unter diesem Link oder aber über diesen QR-Code-Reader, wenn man den dann mit seinem Smartphone, Tablet, Laptop, wie auch immer einscannt, dann kommen die Teilnehmer hier einer nach dem anderen sozusagen rein. Ich habe jetzt mal das zum Simulieren hier auf meinem Smartphone gemacht und wenn dann alle Teilnehmer da sind, dann können wir die Präsentation starten. So, sehr geehrte Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen jetzt diese Foliensammlung zum Thema Marketing. Ja, hier sieht man zunächst mal eine Mindmap mit der Übersicht der wichtigsten Themengebiete, die wir in diesem Lernfeld behandeln wollen, und auf der nächsten Folie sieht man nochmal genauer die Themen, wie sie in den einzelnen Bereichen gegliedert sind. Das soll es mal für den Anfang gewesen sein. Sie haben ja gesehen, wie die Untertitel sich dann direkt live aufbauen in der entsprechend ausgewählten Sprache. Und ja, Anwendungsmöglichkeiten für die Schule kann man sich da sicher auch ein paar vorstellen. Fremdsprachenunterricht zum Beispiel, auch wenn dieses Tool natürlich eher für größere Unternehmen gedacht ist. Aber auch hier eine wunderbare Anwendung für Homeschooling, für synchron, asynchronen Unterricht, all die Unterrichtsmodelle, die wir jetzt in letzter Zeit halt immer mehr kennengelernt haben. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das ein bisschen schmackhaft machen und kann Ihnen nur empfehlen, das auch mal selber auszuprobieren.